Meine Zeit ist knapp bemessen, deswegen will ich noch ganz kurz ein paar Punkte zur CDU sagen, weil die ja momentan der Profiteur zu sein scheint von dem Ampelversagen. Der Bürger vergisst allzu schnell, dass die CDU dadurch, dass sie eben keine eigenen Konzepte hat und sie die von der AfD im Wesentlichen übernimmt, äußerst unglaubwürdig ist. Wer während seiner eigenen Regierungszeit die AfD dafür gescholten hat, dass sie bestimmte tragfähige Konzepte vorgebracht hat und jetzt, wenn er selbst in der Opposition ist, die gleichen Konzepte übernimmt und sie als seine eigenen verkauft, meine sehr verehrten Damen und Herren, solche Leute, die bezeichnet man gemeinhin als Heuchler, und Heuchler haben in einer Regierung nichts zu suchen. Hey Leute, hat die CDU ihre Werte und Wähler verraten? Martin Hess von der AfD liefert eine leidenschaftliche Rede, die genau das auf den Punkt bringt. Warum die CDU die Sicherheit, die Werte und die Zukunft unseres Landes aufs Spiel setzt und wie die AfD als einzige Alternative dagegen steht, das erfahrt ihr jetzt. Schaut rein, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Eure Stimme zählt, genau wie die Wahrheit. Auf geht's! Das ist ein wunderbarer Anblick. Die Halle in Rottweil ist voll. Ein weiterer Beleg dafür, dass sich immer mehr Bürger für die AfD interessieren und auch entscheiden. Das heißt, die Zukunft unseres Landes ist blau. Und liebe Freunde, das ist auch gut so. Wir als Alternative für Deutschland haben seit Jahren gefordert, dass die schlechteste, die gefährlichste und die schädlichste Regierung für Deutschland, diese Ampelkoalition, endlich der Geschichte angehört, dass die so schnell wie möglich aufgelöst wird. Wir haben es geschafft, dass die keine 4 Jahre durchgehalten haben, und darauf, liebe Freunde, können wir alle stolz sein. Die Gesamtlage in Deutschland kann man nur als desaströs bezeichnen. Meine Vorredner sind bereits intensiv auf die wirtschaftliche Lage eingegangen. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich als ehemaliger Polizeihauptkommissar mit 27 Jahren Diensterfahrung ein paar Aspekte der inneren Sicherheit beleuchten werde. Aber hauptsächlich geht es mir darum, Ihnen eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, welche Partei Sie denn nun wählen sollen, und für den Fall, dass Ihre Primärintention die ist, das Beste für Ihre Kinder und für Ihre Enkel zu erreichen, dass dann an der Alternative für Deutschland kein Weg vorbeiführt. Wir haben im Bereich der inneren Sicherheit es mit einer desolaten Lage zu tun. Wir haben einen historischen Höchststand von über 214.000 Gewaltdelikten jedes Jahr in unserem Land. Das ist ein untragbarer Zustand, und die Alternative für Deutschland ist nicht gewillt, ein solches Politikversagen länger hinzunehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns die Sicherheitsparameter anschauen, einen davon habe ich Ihnen mit den Gewaltdelikten genannt, will ich noch auf ein paar weitere hinweisen. Schauen Sie sich mal die Anzahl der Messerdelikte in unserem Land an. Die offiziellen Zahlen gehen von knapp 14.000 pro Jahr aus, aber die tatsächlichen Zahlen liegen wesentlich höher. Das Rechercheportal News hat die einzelnen Bundesländer abgefragt, wie viele Messerdelikte denn in den einzelnen Ländern pro Jahr stattfinden. Und dann haben sie das einfach zusammenaddiert und sind auf die erschreckende Zahl von 26.300 Messerdelikten im Jahr 2023 gekommen. Wenn Sie das umrechnen, dann kommen Sie auf 72 Messerdelikte pro Tag, und das bedeutet alle 20 Minuten ein Angriff, ein Delikt mit einem Messer. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren,
hat mit Sicherheit nichts mehr zu tun. Man kann mit Fug und Recht behaupten, Deutschland ist so unsicher wie nie zuvor und damit muss endlich Schluss sein. Schauen Sie sich die Zahlen zu den Gewaltdelikten an Bahnhöfen und Zügen mal näher an. Die sind deshalb interessant, weil die ehemals Regierenden und sie vielleicht zukünftig wieder Regierenden von Ihnen ja verlangen, dass wir eine Verkehrstransformation durchlaufen. Sie sollen auf Ihren verlässlichen und wohlgeliebten Verbrenner verzichten und stattdessen auf den Personenverkehr, auf den öffentlichen ausweichen. Das können Sie gerne machen, dann mag das vielleicht was fürs Klima bringen, aber für Ihre Sicherheit und für Ihren Schutz ist es eher abträglich, weil wir nämlich auch dort an Bahnhöfen und Zügen bundesweit mittlerweile pro Tag 70 Gewaltdelikte zu verzeichnen haben. Und mir ist eines ganz wichtig, weil immer behauptet wird, ja klar, die Sicherheitslage habe sich verschlechtert, aber das habe nichts mit der Migration zu tun. Da merken Sie sich bitte den Anstieg der Tatverdächtigenzahlen von 22 auf 23. Bei den deutschen Tatverdächtigen lag er bei 2,2%. Bei den nicht-deutschen Tatverdächtigen lag er bei 14,5%. Und jetzt aufgemerkt, Anstieg der Tatverdächtigenzahl bei den Zuwanderern, und ich spreche hier nur von den Gewaltdelikten, lag bei 20,3%. Mehr als das Zehnfache des Anstiegs bei den deutschen Tatverdächtigen bezogen auf die jeweilige Gruppe. Nächstes Beispiel, die Gewaltdelikte an Bahnhöfen und Zügen. Auch hier müssen wir konstatieren, dass wir 2014 noch einen Anteil Nicht-Deutscher bei den Tatverdächtigen hatten von roundabout 27%. Jetzt sind wir mittlerweile bei 46% angelangt. Fakt ist, Deutschland wird immer unsicherer und die Ursache ist klar benennbar. Es ist die völlig verfehlte und desaströse illegale Massenmigration und deshalb ist die unverzüglich und sofort zu stoppen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil die Alternative für Deutschland ja immer gerne missverstanden wird, will ich hier eines noch mal klar sagen, dass sämtliche Vorwürfe bezüglich unserer Migrationspolitik, die uns dann versuchen, in ein rechtsextremes Eck zu stellen, falscher nicht sein könnten, weil unsere Migrationspolitik nämlich dem gesunden, dem normalen Menschenverstand entspricht. Und die sieht aus wie folgt. Wer legal in unser Land kommt, und die Betonung liegt hier auf legal, wer die Chancen unseres schönen Landes erkennt, wer die Ärmel hochkrempelt und mit eigener Hände Arbeit sich hier eine Existenz aufbaut, wer sich selbst und seine Liebsten zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft macht, wer mit uns leben will, weil er unsere Grund- und Werteordnung teilt. Und das haben wir schon millionenfach bewiesen seit den 60er Jahren mit Italienern, Griechen, Spaniern und so weiter. Diese Menschen, die waren, sind und werden immer in Deutschland herzlich willkommen sein. Aber wogegen wir uns wenden, das ist eine illegale Massenmigration, die in großer Zahl in unsere sozialen Sicherungssysteme stattfindet, die in einem erheblichen Teil dazu führt, dass Gewaltverbrecher in unser Land eindringen, dass islamistische Terroristen in unser Land kommen, die dazu führt, dass Clankriminalität und Parallelgesellschaften in unserem Land sich immer stärker ausbreiten. Und das ist etwas, was dem Schutz und der Sicherheit unseres Landes und vor allem euch, den Bürgern, schadet. Und deshalb sagt die Alternative für Deutschland, wir brauchen so schnell wie möglich eine Kurskorrektur. Die illegale Massenmigration ist sofort zu stoppen. Und es heißt immer, die AfD hätte keine Konzepte. Sie könne immer nur Ängste schüren.
sagen die, die uns davor warnen, dass bei 1,5 Grad Erhöhung der Durchschnittstemperatur die Welt untergeht. Die werfen uns vor, wir würden mit Ängsten entsprechend Wahlkampf machen. Das ist ja schon ein Treppenwitz der Geschichte. Aber entscheidend ist doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir hier nicht mit Ängsten spielen, sondern wir sind die Realität darstellen. Und zwar völlig ideologiefrei. Denn die Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, die kann niemals rassistisch sein, die kann niemals fremdenfeindlich sein. Die Wahrheit ist einfach die Wahrheit und es braucht einen Mutigen, der die Wahrheit ausspricht. Und hier im Land ist es nur noch die Alternative für Deutschland. Und all jene, die uns vorwerfen, wir hätten keine Konzepte, auch die muss ich enttäuschen. Wir haben nämlich Konzepte. Wir hatten sie schon immer seit unserem Bestehen im Jahr 2013. Wir haben sie immer weiter verfeinert und wir haben sie vor allem seit 2017, seitdem die AfD im Deutschen Bundestag sitzt, immer mehr den realen Bedürfnissen angepasst und seitdem immer proklamiert. Und dass wir schon immer richtig lagen, das sehen Sie daran, dass jetzt die CDU-CSU im Deutschen Bundestag schamlos sämtliche Anträge von uns kopiert. Es werden minimal irgendwelche Wörter umgestellt, aber die Hauptforderungen, die wir seit 2015 erhoben haben, nämlich unsere Grenzen gegen illegale Massenmigration dicht zu machen, endlich dafür Sorge zu tragen, dass illegal Aufhältige und Straftäter, also ausländische Straftäter, abgeschoben werden. Und vor allem, dass wir endlich bei den Asylleistungen von Geld auf Sachleistungen umsteigen. Diese Hauptforderungen, die werden jetzt gnadenlos von der CDU kopiert mit Copy and Paste. Als sie selbst in der Regierung waren, 2015 bis 2021, haben sie die Grenzen nicht geschlossen. Sie haben dafür gesorgt, dass ein Großteil der illegalen Migranten aus in unser Land kommen konnte. Sie haben damit die Ursache gelegt und die Grundlage gelegt für das Desaster, in dem wir uns heute befinden. Und wer jetzt sich ernsthaft mit dem Gedanken trägt, CDU zu wählen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das hieße den Bock zum Gärtner machen und als mündige Bürger sollten wir das nicht tun. Meine Zeit ist knapp bemessen, deswegen will ich noch ganz kurz ein paar Punkte zur CDU sagen, weil die ja momentan der Profiteur zu sein scheint von dem Ampelversagen. Der Bürger vergisst allzu schnell, dass die CDU dadurch, dass sie eben keine eigenen Konzepte hat und sie die von der AfD im Wesentlichen übernimmt, äußerst unglaubwürdig ist. Wer während seiner eigenen Regierungszeit die AfD dafür gescholten hat, dass sie bestimmte tragfähige Konzepte vorgebracht hat. Und jetzt, wenn er selbst in der Opposition ist, die gleichen Konzepte übernimmt und sie als seine eigenen verkauft, meine sehr verehrten Damen und Herren, solche Leute, die bezeichnet man gemeinhin als Heuchler und Heuchler, haben in einer Regierung nichts zu suchen. Und was bestimmte einzelne Elemente unserer Migrationspolitik betrifft, wenn Sie sich anschauen, dass die CDU jetzt plötzlich auffordert, konsequent Abschiebungen durchzuführen, dann frage ich Sie, wer ist denn für die Abschiebungen zuständig? Es sind die Bundesländer in Deutschland. Und schauen Sie mal, wie viele CDU-regierte Bundesländer wir haben. Da müssen Sie hinschauen und dann können Sie prüfen, ob die das, was Sie sagen, auch umsetzen. Und ich kann Ihnen sagen, das tun sie nicht. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel mit dem CDU-Ministerpräsidenten Wüst hat sogar eine Abschiebezahl, die unter dem Durchschnitt, dem Bundesdurchschnitt liegt. Und in Baden-Württemberg haben wir für Leute, die viel reden, aber nichts tun, einen Begriff. Und der nennt sich Schwätzer. Und ein Wähler sollte tunlichst dafür Sorge tragen, dass in der Politik und in der Regierung keine Schwätzer sitzen, sondern Macher. Und die Macher, meine sehr verehrten Damen und Herren, die gibt es bei der Alternative für Deutschland. Und zu guter Letzt
zu guter Letzt, weil es so wichtig ist. Der Hauptgrund, warum die CDU ausscheidet als tatsächlicher Veränderer unserer Zukunft, und zwar im positiven Sinne, ist der eine einzige, dass sie die Brandmauer zur AfD errichtet haben. Dass sie diese, koste es was es wolle, durchziehen. Jeder, der in Baden-Württemberg CDU wählen will, zeigen Sie ihm den Weg nach Osten. Zeigen Sie ihm, was die CDU in Thüringen macht. Dort machen sie sogar Ex-Stasi-Leute zu Ministern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU verrät und verkauft alles, wofür sie steht. Die einzig wahre Alternative, die die Zukunft unseres Landes zum Positiven verändern wird, für unsere Kinder und für unsere Enkel, ist und bleibt die Alternative für Deutschland. Und deshalb abschließend für Sie eine klare Botschaft. Man versucht uns mit übelsten Methoden als politischen Konkurrenten auszuschalten. Man erfindet Lügengeschichten, Stichwort Korrektivrecherche bezüglich der Potsdam-Konferenz. Erstunken und erlogen. Mehrere Gerichtsurteile haben das bereits bestätigt. Man versucht mit einem Parteiverbot gegen uns vorzugehen, wodurch jeder weiß, wer in einer Demokratie zum Mittel des Verbots greifen muss, der hat doch politisch bereits kapituliert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird nicht das Letzte sein, was Sie machen. Sie werden jetzt im Bundestagswahlkampf weitermachen. Es werden Schmutzkampagnen kommen, noch und nöcher, weil Sie nur noch eines können, uns mit unfairen Mitteln bekämpfen. Aber eins sage ich all jenen, die glauben, uns damit aufhalten zu können. Je stärker ihr uns beleidigt, je schäbiger ihr uns diffamiert, je extremer ihr die Öffentlichkeit belügt und uns beschädigen und stigmatisieren wollt, umso motivierter, umso entschlossener, umso geradliniger und umso zielstrebiger wird die AfD ihre Ziele verfolgen. Wir kämpfen um unser Land. Wir überlassen unser Land nicht irgendwelchen Islamisten oder irgendwelchen Linksextremisten. Es ist unser Land und deshalb, liebe Freunde, werden wir uns langfristig auch durchsetzen. Das sind wir nicht nur uns, das sind wir vor allem unseren Kindern und Enkeln schuldig. Und deshalb am 23. Februar beide Stimmen für die Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Edgar.